Buchfans, da sind wir wieder. Also, habt ihr unsere letzte Video gesehen von letzter Woche? Darin haben wir versprochen, dass wir jetzt eigentlich Kupplung-Einbau machen. Naja, Kupplung-Einbau ist nicht ganz das richtige Wort, weil ich wollte auch ein bisschen erklären, wie man eine Kupplung einstellt und was wir alles für eine Wahl haben bei uns im Shop natürlich und wofür man diese spezielle Kupplungen nutzen kann oder ja, wenn man das benötigt. Ne? Eine Kupplung, was macht es? Eigentlich sorgt es, dass unsere Puch vom Stand aus ein klein bisschen Schlupf hat. Es ist also eine Fliehkraftkupplung. Und Fliehkraft heißt, dass zum Beispiel, ich nehme mal das Original, gute Idee. Also das ist eine neue Motor, da kann ich das alles gut zeigen. Also, das ist der Kupplung, das ist eine Kickstart-Motor übrigens, brandneu, ich denke der letzte in Europa, habe ich damals gekauft und jetzt, endlich nach, ich denke ich habe das schon 15 Jahre, kann ich das gebrauchen zum Erklären von Kupplung. Naja, das ist das Original und hier in den Niederlanden war das, diese blaue Feder waren eigentlich Standard. Und das ist ein bisschen unterschiedlich in die verschiedenen Länder, aber hier waren immer blaue drin. Das heißt, diese Puch, Standard mit 1,6, 1,8 PS, weiß ich viel, das ist ganz original, hat dann ein klein bisschen Schlupf, sobald diese Backen, warte mal, zeige ich. Sobald diese Backen nach außen kommen, dann greift unsere Kupplung dann an hier im Gehäuse. Naja, das Gehäuse habe ich das letzte Mal erklärt. Ne? Und da kann man auch sehen, dass wir das eigentlich im letzten Video gut gemacht haben mit diesem Automotor. Also hier auch wieder Spiel, fühlbar, nicht sichtbar, auch horizontal und axial. Und das hier ist echt brandneu, Jungs. Hè? Naja, also dann weiß man, das haben wir das letzte Mal richtig gemacht. Wenn ihr das so macht, immer gut. Also, das hier, Originalkupplung, ja, ist natürlich neu, aber meistens, wenn diese Kupplungen etwa 20, 30, 40 Jahre alt sind, dann sind diese Belege, ja, die sind entweder weg, also viel Verschlies drin, oder diese Ecken hier, die sind alles so kantig geworden, ne? Nicht mehr wie das aussieht wie original. Und dann ist es Zeit, um deine Kupplung zu ersetzen. Naja, was haben wir im Shop? Wir haben verschiedene Kupplungen. Ich habe ein paar mitgenommen und wir bauen auch später bauen wir eine ein, sodass ich zeigen kann, wie das funktioniert, dass vielleicht mit diesen Tuning-Jungs, wie zum Beispiel diese Aramid oder Claw, wie das funktioniert mit diese Verstärkungsplatte. Allererst, wir haben das schon erklärt in einem Video von Erik und mich. Eine Kupplung vor Gebrauch muss eigentlich 24 Stunden im ATF-Öl, sodass diese Belege all diese Öl aufnehmen können. Und speziell beim ersten Start natürlich, weil man macht natürlich Öl hier drin, Fliehkraft, Nasskupplung, ne? Aber es ist natürlich wichtig, dass das schon vorher ein bisschen Öl aufgenommen hat. Auch all diese Achsen hier und Feder, da muss ein bisschen Öl drin sein. Speziell beim ersten Start. Man muss das nicht jedes Mal machen. Ne? Wenn man deine Puch abstellt in die Scheune, wieder Kupplung ausbauen, wieder im Öl. Nee, nicht nötig. Einmal. Aber 24 Stunden vorher machen. Immer machen. Nicht vergessen. Also, das hier ist eine Standardmotor. Und beim Standardmotor gehört eigentlich eine Standardkupplung. Die haben wir im Shop, das sind diese, haben wir von DMP, Kickstart-Version, ohne Friktionmaterial natürlich. Und diese sind ausgerüstet mit dieser schwarzen Feder. Und wir haben im Shop diese blaue Feder. Man kann schon ein bisschen sehen, dass diese blaue Feder ein bisschen dicker sind. Naja, daher diese Sendung, dieses Video, weil Abstimmung von Kupplung ist eigentlich nicht so einfach. Es liegt am Zylinder, am Drehmoment, am Vergaser, am Auspuff. Alles ist ein Zusammenspiel und das wollte ich gerne mal echt erklären. Also
Zum Beispiel, wenn du 100 Kilo wiegst oder 65 Kilo, das ist schon ein großer Unterschied zum Abstimmen von Kupplung. Weil, wenn man mehr Gewicht hat, braucht man etwas mehr Schlupf eigentlich. Oder wenn man ich will nicht jeder für dick ausmachen, ne? Fettshaming darf man nicht mehr sagen. Ne? Wenn man im Gebirge wohnt und man ist 65 Kilo und man kommt nicht gut das Gebirge hoch, ja, dann ist das natürlich logisch. Dann braucht man etwas mehr Schlupf von unten aus. Wenn man die Schlupf hat, Motor bekommst eigentlich leichter. Nachteil von Schlupf ist natürlich wieder Hitze und Verschleiß. Aber ja, man kann nicht alles haben. Ne? Also, komme ich wieder zurück auf unsere Standardmotor. Da haben wir diese Ersatz. Naja, funktioniert prima, nur nicht bei getunten Motoren. Diese Belege, die sind eigentlich nur ausreichend für eine 45 oder 25 km/h oder 35 km/h Mofa. Egal, dann geht das ohne Ende, aber nicht für eine getunte Motor. Na, wenn man das, wie gesagt, es kann sein, diese Backen und diese Backen, diese sind von Stahl und diese sind aus Alu. Also diese sind wieder leichter. Na, leichte Backen haben Standard, ich muss das gut sagen, Standard, so aus dem Karton, mehr Schlupf. Na, und wie stellt man das dann ein? Ja, man muss das einfach versuchen. Also was ich immer advisiere, ist, das ist eine große Schraubendreher, ist wie original, warte mal, kann man hier auch sehen, Puch macht eigentlich diese Einstellschrauben von Feder eigentlich gleich mit die Backen. Also das mache ich auch immer bei diese Kupplungen. Wir drehen das aus, machen das so, da muss natürlich ein bisschen Spannung drauf bleiben und wir machen das gleich mit unseren Backen. Weil, ja, wie die das eingestellt haben, so weit nach unten eingedreht, ich weiß nicht, ich habe das noch nie so eingebaut, ich habe das immer eigentlich gleich, also es ist nicht fix und fertig, Leute, das ist echt wichtig, aus dem Karton. Eigentlich keine von diesen Kupplungen, oder die man bei uns kaufen kann, weil wir haben natürlich noch viel mehr, das sind nur 4, habe ich aus dem Regal gezogen, aber wir haben viel mehr. Und dann kann man mit einer großen Schraubendreher, es ist alles sehr einfach, was ich jetzt erkläre, ne? Kann man ein bisschen fühlen, ob die 3 Backen so gleich eingestellt sind. Das ist natürlich nicht wie am Computer oder an einer Maschine, aber man ist natürlich nicht blöd. Man weiß, da kann man ein bisschen fühlen. Diese ist etwas strammer, also drehe ich diese 2 ein klein bisschen. Ist alles Gefühlssache, Jungs. Ich mache das ein bisschen auf Gefühl. Ja, gut. Boah, gut. Nur diese noch eine kleine halbe Umdrehung. Und dann denke ich, dann sind die alle, ja, die sind jetzt alle 3 gleich. Na, gut. Das ist eine Basiseinstellung. Und das ist so wichtig. Wir bekommen sehr viele E-Mails von Leuten, die sagen, ja, ich habe eure Kupplung gekauft, aber es funktioniert nicht. Ich komme nicht weg von meiner Stelle oder es bleibt im Schlupf oder ja, er greift gleich und ich wollte gerne Schlupf. Ja, Jungs, das ist alles, wie gesagt, abhängig von so vielen Faktoren. Da haben wir keine Einfluss drauf. Ne? Man kann nur, wenn man etwas schwerer ist, advisiere ich immer, diese blaue Feder dazu zu nehmen, weil dann braucht man wieder etwas mehr Schlupf. Oder wenn man das Gebirge hochfahren will. Es ist alles einfach versuchen. Eine Kupplung, meine Erfahrung, ist nimmer auf 1 gut eingestellt. Und man baut es ein, man fährt weg und man denkt, ah nee, scheiße, wieder diese Kupplung ausbauen, wieder erneut einstellen. Ja, es ist nicht anders. Wenn man das richtig gut haben will, dann muss man einfach, vielleicht muss man das 5-mal machen oder 3-mal oder 2-mal. Aber ich habe das auch mit meinen Rennen gehabt. Oh Mann, dann musste das 10-mal raus. Und dann wird man ein bisschen traurig. Ja? Aber wenn man das richtig gut haben will, einfach versuchen, Probe fahren, neu einstellen, Probe fahren und so weiter und so weiter. Ja, dann bekommen wir auch noch Fragen. Da haben Leute, ich muss mal eine kleinere Schraubendreher mal nehmen.
und sagen, ja, aber wie ersetze ich diese Feder? Na, das ist ganz einfach. Ich schraube das einfach nach oben, diese Schraube rausnehmen, dann drückt man das ein und dann kann man sehr einfach so mit einer Schraube drehen, mit ein klein bisschen Hilfe, kommt der Feder nicht raus. Und kann man einfach durch zum Beispiel diese blaue ersetzen. Hopp, mal, muss zack sagen, zack. Und dann dreht man einfach diese Schraube wieder rein. Na, ich mache das jetzt einmal, weil sonst wird dieses Video viel zu lange. Bekomme ich wieder Ärger mit meiner Kameramann, dass es zu lange dauert, die Leute werden langweilig. Ja, ich weiß, aber das wird eine etwas längere Video, weil ich will das einfach gut erklären. Dann fühlt man jetzt die Spannung, ist schon ziemlich viel, kann man hier auch sehen. Und wenn man das so, boah, und das hier geht einfach leicht. Na, also, was wir jetzt machen. Ach nee, ich belasse das einfach, weil das hat jetzt keinen Zweck. Na, als nächstes haben wir zum Beispiel eine Aramidkupplung. Und da kann man schon sehen, das Material hier, das ist ganz anders. Das sind ganz andere Belege. Ja, und da sagen viele Leute, das ist für Renneinsatz. Nee, nicht bei diese. Da haben wir spezielle Rennversionen, haben wir im Shop. Aber diese sind einfach eingestellt auf, ich glaube, um die 6000 Umdrehungen. Na, wann kauft man so eine Kupplung und weiß man auch, das geht Jahren gut. Das kauft man, wenn man zum Beispiel eine sehr schnelle 50er Setup hat oder eine 70 Kubik Setup. Zum Beispiel Airsal oder PSR mit so einer 15er Vergaser oder 17,5 und eine gute Auspuff. Na, das Schöne hier ist, bei diesen Aramidkupplungen, da sind auch noch schwerere Federn dabei. Also, man kann diese Feder noch auswechseln für schwerere Versionen. Unsere Erfahrung ist aber, dass diese Feder in Kombination mit diesen Belegen, ja, das funktioniert eigentlich ziemlich schnell. Nur auch hier wieder sind diese Schrauben vorhanden. Hoppla, und da kann man nicht viel mehr machen. Man kann die eine Umdrehung ausdrehen oder eine ausdrehen, aber mehr auch nicht. Und speziell mit dieser Feder, da kann man noch eine halbe Umdrehung ein- oder ausdrehen. Also eindrehen mehr Schlupf, ausdrehen weniger Schlupf. Nur nach Bedarf natürlich. Ne? Haben wir hier noch eine Clawkupplung. Auch wieder eigentlich eine Standardversion, keine Rennversion. Ja, die sind versehen mit anderen Schrauben, hier mit Imbus. Aber Prinzip ist immer dasselbe. Eindrehen, mehr Schlupf, ausdrehen, weniger Schlupf. Und dann haben wir hier noch, aber das ist eine Unroll-Version. Aber ja, ich weiß, das ist jetzt eine Kickstart-Motor und in Deutschland und in der Rest der Welt sind natürlich am meisten Unroll-Motoren verkauft. Das gilt eigentlich alles dasselbe. Ne? Entweder Kickstart oder Unroll, kein Problem. Aber diese Set verkaufen wir auch sehr viel. Das ist eine Set von DMP mit einer Verstärkungsplatte. Haben diese andere zwei auch. Wieso eine Verstärkungsplatte? Man kann sich so ein bisschen vorstellen, hier sind 3 Achsen. Und wenn da sehr viel Kraft drauf kommt, dann haben diese Backen die Eigenschaft, dass die nach außen wollen. Und dann wird alles krumm. Entweder die Backen schlagen aus oder diese Achsen werden krumm. Also daher sind diese Verstärkungsplatten drauf. Immer bei einer, sag mal, 7 oder 8 PS Plus Setup ist es schlau, um eine Kupplung zu nehmen mit einer Verstärkungsplatte. Oder man muss selber noch eine gute Kupplung haben, da kann man eine Verstärkungsplatte drauf machen. Natürlich, immer. Wenn das nur gut im Schuss ist. Aber unsere Erfahrung ist, wenn das Jahre original gefahren hat und auf eins kommt da ein 70 Kubik drauf mit einer großen Vergaser und eine schnelle Auspuff, dann sind diese Belege, die sind nach 2-3 Kilometer weg. Also, ja, hier sind Federn dabei. Rot ist extra stark. Blau, naja, es ist eine andere Farbe blau, aber blau ist Mitteleinstellung. Nee, sag ich falsch. Gelb ist Mitteleinstellung und das sind die leichteste eigentlich. Aber die sind schon stärker als beim Originalkupplung. Bist du noch immer da?
Ja, rede ich nicht zu viel? Schade, wird echt eine lange Sendung. Und diese gelbe sind mittelmäßig. Ich muss sagen, ich bin selber, mal zum Vergleich, ich bin selber 85 Kilo, jetzt 87, aber wir sind noch nicht am Ende Januar, ne? War noch mit Weihnachtszeit. Aber normalerweise bin ich 85 Kilo. Wenn ich eine Originalkupplung fahre, dann habe ich immer gelbe Feder drin, ja, und eine Verstärkungsplatte drauf, weil ich fahre 70 Kubik Airsail mit 15er Bing, aber meine Airsail ist leicht getuned, andere Kopf drauf und eine gute Auspuff und ich habe eine PVL Zündung drauf. Also ich habe sehr viel Drehmoment und für mein Gewicht, 85 Kilo, ne, normalerweise, sind diese gelbe Feder einfach super. Muss ich dann nicht so weit eindrehen, aber auch ich habe 4 Mal versucht, glaube ich, bis das richtig war. Zuerst hatte ich das zu weit eingedreht, also wollte ich wegfahren und da war das nur im Schlupf und das bringt sehr viel Hitze und Probleme mit. Und da habe ich das 2-mal oder 3-mal habe ich das eine Viertelumdrehung ausgedreht und beim 4. Mal war das einfach super. Ich denke, dass wir jetzt mal unsere Kupplung einbauen. Ne? Weil das letzte Mal habe ich gezeigt, dass unser Kupplungskorb richtig eingebaut ist. Aber es kann sein, mit diese 2 zum Beispiel, ne, weil, wie gesagt, wir haben viel mehr im Shop, da kann es sein, dass mit dieser Verstärkungsplatte, dass es nicht ganz gut läuft und dass es hier am Innenseite anschlagt oder streift. Will man nicht, dann muss man eine Passscheibe hinten dünner machen, sodass dass deine Kupplungskorb ein bisschen mehr nach hinten geht und dann läuft es frei. Also ich denke einfach mal versuchen, weil das ist Standard. Kupplung so aus dem Karton, ich habe nichts dran gemacht. Reinhauen. Und ja, man sieht schon das Problem. Wow, noch nicht echt. Weil da ist jetzt kein Öl drin natürlich. Ne? Und dann läuft es läuft eigentlich ziemlich frei. Wenn ich brauche gar keine Kraft, also fühlt sich gut an. Na, was machen wir? Kolbenstopper. Mein favorites Werkzeug. So, drehen wir das mal rein. Und dann machen wir unsere Mutter drauf mit, ja, das ist beim Kickstart-Motoren. Da hat man eine Drückplatte. So. Alles sehr einfach, Jungs. Keine höhere Mathematik. Oh, keine höhere Mathematik. Und mal schauen. Nou, dan muss ich nur diese Ring wieder mit einer kleinen Schraubendreher ein bisschen helfen. Weil sonst. So. Aha. So geht's. Und vorsichtig, weil der Kolben schlagt natürlich an. So, nou, bei Kickstart sieht man auch gleich, dass man diese Drückplatte echt ein bisschen helfen muss. Ich mache das jetzt nicht zu fest. Normalerweise ist das um die 28 Newtonmeter. Mal sehen, ob jetzt, nee, sieht man gleich, alles dreht sich. Und da bin ich eigentlich ein bisschen froh, weil dann kann ich das Problem gleich beheben. Also, wir drehen das wieder ab. Und vielleicht können wir sehen, was das Problem ist. Ich denke nicht, aber vielleicht, weil das eine neue, wo ist meine, ja, hier. Auch wichtig, Jungs, das gute Werkzeug. Ne, man sieht hier, wir haben hier eine spezielle Kupplungszieher. Mal sehen, wo ist, hier. Also man dreht sich das rein. Nicht ganz, aber ein bisschen. So. Mal drehen. Ich mache immer so mit dieser Wasserpumpzange. Ich denke, es sitzt nicht zu fest, daher habe ich das auch nicht so fest gedreht. Siehst du? Mal schauen. Nou, ich sehe hier keine Schäden.
aber ich weiß fast sicher, was das Problem ist. Na, dann denke ich, dann müssen wir das mal ein bisschen schneller abdrehen. So. Und dann gehen wir unsere Shims ändern. Alles klar. Na, das letzte Mal haben wir gesehen, wie man das ausbaut. So. Clip weg. Passscheibe weg. Kupplungskorb abnehmen. Oh. Sieh mal. Und dann haben wir hier das Problem. Es ist kein Problem, weil das ist original und das hat eine bestimmte Dicke. Ich weiß aus Erfahrung, haben wir hier unsere Passscheiben. Und dann machen wir eine, mal sehen, 1,5 mm machen wir da hinten. Dann wieder unsere Buchse. Und so sieht man, das hier ist etwas dicker. Es kann sein, dass ich jetzt zu weit gegangen bin. Aber ja, wie gesagt, wieder kein Problem. Man muss das einfach versuchen. Ne? Aber in Basis muss natürlich Kupplung freilaufen. Also, ich baue das wieder ein. So, ein bisschen fummeln muss man immer. Wieso? Ja, da geht's schon. So. Und dann machen wir wieder das Original vorne. Aber man weiß jetzt, wir sind ein bisschen nach hinten gegangen. Dann muss einfach hier eine Passscheibe dabei. Ich schätze, mal sehen, nee. Ich nehme eine dünnere, Jungs. Eine 0,20. Dann mal schauen, ob das hier noch reingeht. So. Das muss natürlich einfach passen. Und mal sehen, Jungs, weil das ist noch nicht so einfach, weil da alles natürlich auch richtig neu ist, ne? Das passt alles sehr knapp, klack oder zack, muss ich sagen. Okay, Spiel kontrollieren. Na, kein Spiel, ist ziemlich stramm, aber mal versuchen, wie das jetzt geht. Also wieder drehen, jetzt können wir das einfach so halten, ohne Probleme. Und wir schrauben wieder unsere Drückplatte drauf. Naja, man sieht schon, ist gleich das zweite Versuch. Ne? Das ist nicht etwas, was wir in 5 Minuten machen können. Das geht einfach nicht. So, kleine Schraube drehen, wieder ein bisschen helfen, weil das ist beim Kickstart-Motor immer ein bisschen suchen. So. Na, wieder festdrehen. Das muss natürlich gut fest sein. Ne? Nou, wieder zum Anschlag. Boah. Und da sehen wir jetzt. Hey, sieh mal. Also, ich kann das auch so zeigen. Jetzt drehe ich am vorderen Ritzel und da sieht man, dass jetzt Kupplung, das ist fast nicht zu sehen, ne? Kupplungsgehäuse dreht und wenn ich am Polrad drehe und ich mach das mal so, dann dreht nur Kupplung. Und das ist, was wir haben wollen, Jungs. Das war ziemlich einfach, eigentlich. Ja, und so soll es sein. Da haben wir jetzt also unsere Kupplungskorb nach hinten verlegt. Und das kommt eigentlich nur, weil diese Verstärkungsplatten, die sind natürlich jetzt oben am Kupplung. Und so, so muss es eigentlich sein. Jetzt kann man fahren, Probe fahren, aber wir haben noch keine Garantie, dass es jetzt gut ist. Ne? Das wissen wir noch nicht. Also, weiter kann ich eigentlich wenig erklären. Ich kann das noch ausbauen, aber jetzt, so wie es ist, läuft alles frei. Man hört keine fremde Geräusche.
Es kann sein, dass es natürlich mit einer alte Kupplungskorb, die können etwas verzogen sein, dass es ein bisschen klingelt, wenn man das so macht. Aber keine Panik, wenn das frei dreht, ist es frei. Da kommt natürlich noch ATF-Öl drin. Jetzt ist alles trocken mit Öl drin, dann klingt alles anders. Echt wahr. Absolut. Und ich habe noch kein Öl in Kupplung gemacht, ne? Weil das war nur zum Zeigen. Aber das ist, was man will, Jungs. Da ist auch immer so wichtig, dass man so eine Set von diesen Passscheiben hat, wenn eine andere Kupplung eingebaut wird. Also, ja, weiter. Kupplungsdeckelaufbau haben wir schon gezeigt. Das ist auch ein Video, wenn man eine Kickstarter-Motor hat. Ich hatte heute keine Anrollmotor vorhanden, leider. Sonst hatte ich das mit einer Anrollmotor gemacht. Aber alles ist eigentlich dasselbe. Man muss natürlich dafür sorgen, dass das alles hier frei ist und funktioniert. Also, ja, ich hoffe, das war ein bisschen sinnvoll. Ich kann mir auch vorstellen, dass da noch Fragen sind. Ja, schreibt die einfach in die Kommentare oder schreibt eine E-Mail an info@puxer.de. Wir haben auch eine App, via WhatsApp wir sind modern geworden, ne? Also das geht auch, da sind wir auch fast immer schnell dran. Und ja, wir brauchen noch Abonnees, also bitte, bitte, bitte abonnieren auf unseren Kanal und vergessen nicht den Klingel zu drücken für eine Notifikation, wenn ein neues Video online kommt. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.